Freunde, ich bin bei dem letzten Stopp von diesem riesen Asien-Trip angekommen. Und ja, ich bin bei einem Ort, wo ich tatsächlich schon mal war. Ich drehe mal hier gut um. Ich bin nämlich in Singapur zum zweiten Mal. Ich war ja damals hier nach dem Auslandssemester in Australien. Die Stadt hat mir richtig gut gefallen. Ich dachte, für ein paar Tage komme ich dann nochmal hier zum Abschluss zu einem Ort, wo ich schon mal war. Und ganz nostalgisch, ich filme sogar genau hier, wo ich beim letzten Mal das Video angefangen habe. Ich habe nämlich die Stelle wieder direkt gefunden und dachte mir, ist doch ein guter Ort zum Anfangen. Und jetzt schauen wir wieder in Marina Bay Sands rein, weil jetzt ist gleich Abend, jetzt geht gleich wieder diese Leuchtshow los mit den Bäumen und ich freue mich sehr, sehr drauf. Ich liebe alles über diese Leuchtshow. Es ist so ein Highlight hier. Letztes Mal, wo ich da war, war es auch schon richtig, richtig cool. Da war das Thema eher asiatische Musik Richtung Bollywood. Und das war auch, und ich kenne mich ja mit der Musikgenre gar nicht aus, aber das war trotzdem auch richtig, richtig cool. Das war auch etwas, das so in Erinnerung geblieben ist. Und dann heute hatten sie es ganz, ganz anders. Das war 70er Musik quasi, also Retro. Ich glaube Retro Rhapsody hieß es. Und es war lauter 70er Musik, also wirklich ganz, ganz anders zum letzten Mal, aber auch so, so geil. Also, ja, ich liebe es hier. So, Marina Bay Sands Hotel, ein wahres Meisterwerk. Es sieht wirklich sehr, sehr, sehr cool aus. Da oben vor allem da gibt es ja noch alles mögliche im Bereich. Höchster Infinity Pool der Welt ist übrigens da oben, nur als kleiner Funfact zwischendurch. Hätte jetzt auch gern gesagt, dass ich hier so eine Nacht mal einfach so verbringen würde, ein bisschen mehr zahlen, aber das Problem ist, mit ein bisschen mehr reden wir um 700 bis 800 Euro pro Nacht. Nein, das ist nicht in meinem Budget drin, aber es ist schon sehr, sehr cool anzuschauen. Eine Mall, nicht wie jede andere. Da ist einfach ein Fluss, der durch die Mitte geht. Das ist direkt bei Marina Bay Sands, man muss hier quasi durchlaufen, um rauszukommen. Aber wenn man hier ein bisschen so die Marken anguckt, ja, dann weiß man schon Bescheid. Ich stehe eigentlich hier vor so ein absoluter Klassiker. Das ist nicht in unser Budget, meine Freunde. So, ich laufe durch Chinatown durch. Das ist wirklich sehr, sehr cool in Singapur. Einfach so zum Durchlaufen war schon sehr, sehr nice. Und jetzt bin ich zu einem Hawker Center gerade angekommen. Hawker Center ist quasi so eine, ja, wie soll ich beschreiben, so eine Reihe an Essenstände, sage ich mal. Meistens in so einer Halle und drumherum sind halt Tische und Stühle und man kann halt einzeln für sich sitzen oder also es ist auch so ein Community-Ding. Also du sitzt auch teilweise mit Fremden halt am Tischen. Das gibt relativ viel in Singapur. Ist ein ganz großes Ding hier. Und ich war letztes Mal auch in einem, wo ich hier war. Da war ich in Tampines. Das war etwas, was ein Kumpel von mir vorgeschlagen hat. Und jetzt bin ich halt zu einem der bekanntesten gekommen. Wahrscheinlich, weil es halt in Chinatown ist, denke ich mal, ist der so bekannt. Nämlich der Maxwell Hawker Center.
Wenn ich hier mal so die Kamera umdrehe, dann sieht man das ungefähr hier. So, also ich bin jetzt auch ganz am Ende der Halle hier, lauter Essensstände, ganz viele Tische und es wird halt hier frisch gekühlt. Das ist eigentlich auch sehr, sehr gut. Und ich habe mir jetzt jetzt habe ich schon damit angefangen leider. Ich habe mir jetzt Chicken Rice geholt. Das ist jetzt nicht so spannend natürlich, aber das schmeckt echt gut. Also der Reis hat irgendwie so eine ganz feine Zitronennote drauf, was irgendwie ganz geil ist. Und das Chicken ist auch echt gut. Und genau, reicht auf jeden Fall. Es ist ja gerade Mittagessen und es ist da super warm. Da habe ich jetzt auch nie immer so Hunger. Deswegen reicht ganz gut. Und genießt erstmal die Zeit im Hawker Center und dann schauen wir weiter. So, da ist das Maxwell Hawker Center, kann ich echt richtig empfehlen. Da gab eine riesige Auswahl an Sachen. Und mein Chicken Rice, auch wenn relativ langweilig, hat echt gut geschmeckt. Genau, jetzt schauen wir aber weiter. Wir laufen jetzt mal wieder ein bisschen. Es ist aber wieder sehr, sehr warm heute, deswegen suchen wir auch irgendwas wieder, was man drinnen machen kann demnächst, würde ich sagen. So, da bin ich gerade hergekommen, bin gerade ein bisschen durch Downtown spaziert, was eigentlich auch ganz nett ist. Und hier bin ich jetzt. Ich bin beim Art Science Museum. Hier bin ich letztes Mal auch schon gewesen. Das war letztes Mal sehr, sehr ähnlich wie das Team Labs Planet, was ich ja in Tokio gesehen habe. Das hat mir sehr gut gefallen und die machen ja immer unterschiedliche Ausstellungen. Also das wird nicht genau das gleiche sein wie beim letzten Mal. Diesmal haben sie irgendwas mit Insekten da, aber auch wieder halt also Art Science, halt sehr künstlerisch dargestellt, aber trotzdem auch etwas, wo man was lernen kann. Und bin sehr gespannt, was mich erwartet. Wie gesagt, das Ganze ist immer noch ähnlich wie halt das Team Labs in Tokio, aber seht ihr dann gleich. Wir gehen mal rein. Das war jetzt nicht so ganz, mit was ich jetzt gerechnet hatte, aber ich bin einfach auch ein bisschen ein Lappen manchmal. Denn ich habe ja gesagt, in Tokio, das war ja wirklich sehr, sehr ähnlich zu das, was ich in Singapur gesehen habe. Ja, kein Wunder, weil da gibt es auch ein Team Labs halt drin. Das ist eigentlich eigentlich fast genau das gleiche Konzept. Deswegen, und das ist halt permanent drin und da war ich letztes Mal drin, weil ich dachte, ich war letztes Mal in einer Sonderausstellung, aber ich war im Team Labs, was halt das Permanente ist. Und heute war ich dann wirklich in der Sonderausstellung. Und wie gesagt, es geht um Insekten, aber also das war schon ganz interessant. Habe ich ein bisschen was halt über Insekten gelernt von Singapur und Südostasien generell. Aber das war halt deutlich, deutlich kleiner und halt jetzt nicht so, das war eher viel mehr Wissenschaft und einfach über Insekten als jetzt irgendwelche coole Leuchteffekte oder künstliche Effekte, was es an Teamlabs gibt. War jetzt nicht sonderlich schlecht unbedingt, aber ja, war ich jetzt relativ wieder schnell rein und raus. Aber dementsprechend, es war auch nur 6 Singapur-Dollar und das geht ja. Genau, und jetzt schauen wir wieder zu Gardens by the Bay rüber. Man sieht hier, es wird ein bisschen dunkel. Ich glaube, ein Gewitter droht. Aber ich versuche mal trotzdem mein Glück. So, letztes Mal, wo ich in Singapur war, in Gardens of the Bay, war ich hier beim Flower Dome drin. Es gibt aber auch so ein anderer Riesengewächshaus, der nennt sich Cloud Forest. Ich war letztes Mal hier drin, weil es halt so viel günstiger war und ich Student war. Jetzt inzwischen als Vollzeitangestellter kann ich mir The Cloud Forest mal leisten. Und deswegen gucken wir es an.
So, Cloud Forest war schon mal sehr, sehr geil. Da gab es so eine Jurassic Park Ausstellung dort mit so lauten Dinosauriern Dinosaurier in Originalgröße. War zwar ein bisschen voll drin dort, aber es war trotzdem sehr, sehr cool. Also hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, deutlich größer als im Flower Dome. Und ja, apropos Flower Dome, ein Ticket für beide, also den Flower Dome noch on top zum Cloud Forest zu tun, hat nur noch 8 Singapur-Dollar zusätzlich gekostet. Das sind umgerechnet 5 Euro. Und dementsprechend dachte ich mir, schauen wir auch zum Flower Dome halt mal rein. Weil das ist eben auch eine andere Ausstellung, als wo ich letztes Mal da war. Und ja, wir gucken mal rum und gucken, was das Thema ist. Also letztes Mal, wo ich hier war, war das Thema chinesisches Neujahr. Und hier waren, überall hier rum, waren so lauter Hasen, weiß ich noch ganz genau. Weil das war das Jahr der Hase damals. Dieses Mal ist Thema, ja, Tulpen. Beziehungsweise, ja, das Gefühl von in den Niederlanden zu sein mit der Windmühle noch. Ja, auch ganz cool. Also sieht ja wirklich ganz anders aus als beim letzten Mal, ne? Das ist das dritte Mal, dass ich mal Apple Juice von so einem Automaten hole. Und das ist ja so geil. Man sieht sogar, wo er den Apfel zerlegt. Es dauert ein bisschen und dann irgendwann kommt hier unten Apple Juice raus. Direkt neben meinem Hotel. Ich feiere das irgendwie extrem. Frisches Apple Juice. So, einen wunderschönen, ja, guten Morgen. Naja, es ist schon 13:30 Uhr. Ja, heute ist Tag des Abfluges. Aber ich glaube auch letztes Mal, wo ich von Australien zurückkam, war es auch so. Es geht wieder sehr, sehr spät. 23:45 Uhr fliege ich heute. Und ja, dementsprechend schauen wir noch ein bisschen rum. Da gibt es so, ja, einen ganz coolen Park mit so ganz coolen Fotospots, wo ich letztes Mal nicht war. Und da schauen wir jetzt hin. Muss aber bloß ein bisschen vorsichtig gerade sein, weil ich habe meine Sonnencreme vergessen jetzt heute aufzuziehen. Ich bin mit Sonnenbrand echt gut weggekommen bisher. Und ich will es jetzt nicht am letzten Tag noch riskieren. Aber gerade ist es wolkig, deswegen nutzen wir mal die Möglichkeit, um da hinzugehen. Ja, ich hoffe, es bleibt so. Denn wenn die Sonne rauskommt, dann muss ich echt Unterschlupf finden. Nicht der Typ sein. Das Spot ist schon ganz cool. Aber warum gerade halb Singapur gerade ansteht, um da Fotos zu machen, ist mir noch ein Rätsel. Das hat irgendeine andere Bedeutung, die ich noch nicht so ganz verstanden habe. Ja, komische Erfahrung. Ich bin jetzt bei Singapur Flughafen mal angekommen und wir wollen das hier mal ein bisschen anschauen wieder, weil ihr seht gleich warum, weil auch letztes Mal Singapur Flughafen ist unfassbar geil und kann man wirklich viele Stunden verbringen. Und mal so als kleiner Tipp, hinter mir gibt es den Early Check-In und das ist halt wirklich cool, weil ich fliege jetzt wieder Lufthansa zurück und ich kann mein Gepäck nicht erst 2 Stunden vor Abflug abgeben. Jetzt ist aber gerade noch 7 Stunden vor Abflug, weil ich will den Flughafen ein bisschen erkundigen. Und dazu gibt es ein Early Check-In, der im Jewel ist. Das ist, wie soll ich sagen, auf Level 1 in dem Gebäude. Und wenn ihr wirklich das ein bisschen, also wenn ihr wirklich den Flughafen mal angucken wollt, ohne dass ihr die ganze Zeit euren Gepäck halt mitnimmt, dann könnt ihr das bei diesem Early Check-In einfach abgeben. Das hat gerade ja, relativ gut funktioniert, hat ein bisschen gedauert auf einem Schalter, aber beim anderen ging es dann schnell. Ja, deswegen, große Empfehlung. So, ich bin wieder bei The Jewel angekommen. Dieser Ort sieht nicht echt aus. Es ist so
unfassbar krass. Ich weiß noch, wo ich das letzte Mal auch hier war. Und irgendwie, das kann man so gar nicht so wahrnehmen. Aber das ist so ein architektonisches Meisterwerk. Und ja, wir verbringen wieder ein bisschen Zeit hier. Also der Ort ist hier auch, hier war der Highlight. Es gibt aber wirklich viel in Singapur Flughafen, was man sich anschauen kann. Und das tun wir jetzt ein bisschen, weil die Zeit haben wir ja wieder. So, jetzt bin ich diesmal hier ein bisschen länger geblieben und Alter, es sieht so cool aus. Also nachts sieht es ja noch cooler aus. Es ist jetzt, normalerweise war es die ganze Zeit beleuchtet, jetzt genau nicht, aber jetzt mit Beleuchtung, wo es alles noch ein bisschen dunkler ist, es ist noch cooler. Ich dachte, das war schon gar nicht möglich. Ja, also einfach geil. Ich könnte hier wirklich den ganzen Tag sitzen. Ich finde es so cool hier. Aber ja, so langsam muss ja Richtung Flug, ne? Hilft nichts. So, wir sind jetzt im Sicherheitsbereich, aber es ist lange noch nicht vorbei. Bei diesem Flughafen gibt es halt wirklich immer was zu sehen. Und jetzt bin ich von einem anderen Terminal, wo ich letztes Mal geflogen bin. Und das Mal gucken wir mal, was wir finden. So, zum Abschluss dieser Reise noch hier ein letztes Bierchen. Sehr interessante Farbe, das heißt Green Monster. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er wirklich grün ist, aber schmeckt ganz gut und schmeckt auch wie Bier. Aber ja, guck mal diesen Dude an übrigens, Moment. Da bringt leider nur das Essen, mein Bier hat er nicht gebracht, aber trotzdem irgendwie lustig. So, und damit habe ich es geschafft. Ich bin wieder zu Hause angekommen. Wenn man ganz ehrlich ist, ich bin schon seit knapp 3 Monaten wieder zu Hause. Eventuell hatte Liam vergessen, direkt nach der Reise ein Fazit weder über Singapur noch über die Reise selber zu machen. Deswegen machen wir das jetzt gerade etwas nachgelagert. Aber irgendwie der Tag fühlt sich gerade richtig an, das zu machen, aber weil wir haben heute so geschmeidige 36 Grad gehabt. Das ist gerade eine richtige Hitzewelle in München. Fühlt sich auch wieder an, wie in Südostasien zu sein. Deswegen machen wir das einfach halt jetzt. So, vielleicht erstmal kurz zu Singapur, aber da hatte ich mich wirklich kurz, weil ich war ja schon mal dort. Aber ich mag diese Stadt ja total. Also das ist wirklich eine meiner Lieblingsstädte auf der Welt inzwischen. Ich finde, weil immer wenn ich durch Singapur durchlaufe, denke ich, diese Stadt ist einfach so 20, 30 Jahre irgendwie im Voraus. Also es ist super fortgeschritten. Super modern. Was mich da ehrlich gesagt richtig begeistert, wenn ich da drin bin, ist, weil Singapur ist ja an sich, das ist ja einfach Stadt/Land, aber da gibt es ja nur Gebäude. Da gibt es ja keine Wälder, da gibt es ja auch nicht wirklich Landwirtschaft, also so richtig grüne Wiesen oder Felder gibt es da auch nicht ja wirklich. Aber es ist trotzdem, wenn du da bist, es ist einfach eine wahnsinnig grüne Stadt. Also, obwohl es eigentlich diese Gegebenheit nicht dafür hat, die ganzen Gebäude sind irgendwie, da ist irgendwie immer was Grünes dran, die Parks sind super gepflegt und man merkt einfach, das erhöht die Lebensqualität besonders, finde ich, wenn man da drin ist. Deswegen, und abgesehen davon, habt ihr schon gesagt, einfach sehr modern, einfach immer ein Besuch wert, finde ich. Ist jetzt nicht etwas, wo man jetzt ewig lange bleiben würde, aber 2-3 Tage, so wie ich es ja gemacht habe, das war eigentlich perfekt dafür. Also wird bestimmt nicht das letzte Mal sein.
Und ja, jetzt zur Reise generell. Ja, haben mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Reise. Highlight jetzt im Nachhinein ist nach 3 Monaten betrachtet, ist safe Japan. Also das ist auch eigentlich richtig so, weil Japan war auch der Grund, warum ich überhaupt da hingegangen bin. Südostasien, das war eigentlich eine Idee, die ich ja erst später hatte, das irgendwie noch dran zu hängen. Aber hauptsächlich ja wegen Japan hingegangen. Und ja, das Land hat mich halt richtig, richtig begeistert. War einfach wirklich was ganz, ich habe ja schon mal eigentlich jetzt alles gesagt dazu. Es war was ganz, ganz anderes, als was ich jemals sonst gesehen habe. Und ja, wie gesagt, war einfach der Highlight am Ende. Und Südostasien dran zu hängen war auch ganz cool. Also haben mich auch gefreut, das auch mal zu sehen. Das war natürlich vor allem dort sehr, sehr sportlich. Also wie viel Städte ich in so kurzer Zeit halt besucht habe. Das habe ich meine Flugvergünstigungen voll und ganz ausgenutzt. Aber das war einfach sehr, sehr cool und das hat mir trotzdem auch so in der Art und Weise, wie ich da gereist bin, auch einfach sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt als letztes stellt sich die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und erfreulicherweise kann ich da sagen, es steht doch einiges in den Startlöchern an. Ja, möglicherweise sogar dieses Jahr wird es noch was geben. So aktuell kristallisiert sich tatsächlich wirklich nochmal eine große Reise im November. Ist noch nichts fest geplant, aber mal gucken, ob da was passiert. Aber da wird es auf jeden Fall Videos geben und sogar schon Anfang nächstes Jahr im Frühling gibt es gerade auch schon wieder was in Planung. Auch nochmal eine größere Reise. Also ja, das wird tatsächlich nicht langweilig. Deswegen, es wird mit den Vlogs 100%ig weitergehen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, wie gesagt, abonniert den Kanal. Es gibt auch irgendwo hier unten gibt's eine Glocke. Wenn ihr auf diesen drückt, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn das nächste Video kommt. Wie gesagt, das wird jetzt mal auf jeden Fall ein paar Monate dauern, aber dann wisst ihr Bescheid, dann seid ihr up to date. Und ja, vielen Dank an alle, die sowohl dieses Video als auch die ganzen anderen Videos auf dieser Reise gesehen haben. Also vor allem die Japan-Videos, die wurden wirklich, also für meinen Kanal zumindest verhältnismäßig sehr, sehr viel angeschaut. Was mich wirklich sehr, also ich sage es immer wieder, das ist ja nicht der Hauptgrund, warum ich das hier mache. Ich mache diese Vlogs, weil ich einfach Bock drauf habe. Aber zu sehen trotzdem, dass sie angeschaut werden und dass das Leuten gefällt, das macht trotzdem Bock, dann einfach auch noch weiterzumachen. Also ist trotzdem auch etwas, was ich darauf achte. Ja, deswegen nochmal danke, vielen, vielen, vielen Dank wirklich an jeden, der diese Videos anschaut und der das verfolgt. Und genau, dann würde ich sagen, von München, bye bye, bis zur nächsten Reise.